Ich bin eine alte 68erin. Also ich bin zwar erst 14 Jahre alt gewesen, als in Europa und auch Amerika diese revolutionäre Bewegung 1968 äh, die Welt oder zumindest Europa und Amerika nicht erschüttert, aber zumindest ein bisschen bewegt hat. Und ich möchte erzählen, wie sich diese 68er-Bewegung in meiner Umgebung in Österreich abgespielt hat. Äh, Ich kann sagen, dass diese Bewegung, diese revolutionäre Bewegung sich auch daraus gespeist hat, dass wir Jungen sehr stark nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber doch ja, uns intensiv mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben, auseinandersetzen mussten. Das war, glaube ich, Teil eines US-amerikanischen Entnazifizierungsprogramms. Wir jedenfalls uns sehr intensiv mit diesem Thema befasst haben und sehr stark politisiert wurden, auch dadurch, dass unsere Eltern, und das betraf natürlich nicht nur mich, sondern viele Menschen meines Alters, zwar keine Nazis waren, aber sehr autoritär strukturiert. Und diese Art der Erziehung vollkommen im Widerspruch stand zu dem, was wir aus der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gelernt hatten. Das heißt, wir haben uns eigentlich gegen die eigenen Väter vor allem und Mütter gestellt. Das Ganze war, also als die politische Bewegung, sagen wir mal so, die politische Bewegung, die sich gegen eine reaktionäre ähm, Schicht, die immer noch in Deutschland und Österreich und in Europa geherrscht hat. Äh, Diese Revolution hat sich zwar gegen diese Schicht gerichtet, aber sozusagen unser persönlicher Hintergrund war sehr stark auch eine Revolution gegen die konservativen Eltern, gegen die reaktionäre Erziehungsmethode, die damals geherrscht hat. Und wir haben versucht, gegen all das zu protestieren, was sozusagen die Ideale dieser Elterngeneration war. Mit vielen auch damals schon sehr, einerseits sehr strengen Demonstrationen. Ich kann mich noch erinnern, ich bin einmal demonstrieren gegangen mit einem Schild, das mir jemand in die Hände gedrückt hat. Da ist drauf gestanden, nieder mit den Leichtlohngruppen. Und ich wusste nicht, was Leichtlohngruppen sind, dachte mir aber, das ist sicher etwas, wogegen man sicher demonstrieren muss. Aber wir haben auch, und darauf bin ich stolz, schon so eine äh, sehr lustvolle Art der Auseinandersetzung mit dem Thema gehabt, ähm, die uns selber Spaß gemacht hat und die dazu geführt hat, dass wir letzten Endes zwar nicht die Revolution erreicht haben, von der wir geträumt haben, aber doch die Gesellschaft sehr grundlegend verändert haben. Und ich sehe die Erfolge, die wir damals hatten, eigentlich immer noch, zum Beispiel in unserem Schulsystem, aber auch in unserem demokratischen System, in der Art und Weise, wie mit dem Thema Geschlechter, mit dem Thema Homosexualität mittlerweile umgegangen wird. Jetzt sehe ich es in Gefahr, jetzt sehe ich die Gefahr eines, einer Rückkehr dieser konservativen bis reaktionären Politik auf uns zukommen und hoffe, dass die Jungen das bemerken und auch wieder ihre Form der Revolution beziehungsweise des politischen Kampfes oder zumindest der politischen Auseinandersetzung mit der Welt finden. Mich jedenfalls hat das sehr geprägt äh, und Welten eröffnet, die, ja, die ich anderen Menschen auch wünschen würde.